Ein 82 Kilogramm schwerer schwarzer Cane Corso weigerte sich 6 Monate lang, die Seite einer Frau zu verlassen. Nicht für Essen, nicht für Spaziergänge, nicht einmal zum Schlafen. Er pflanzte sich neben sie wie ein Schatten aus Muskeln. Das Tierheim hatte ihn als unvermittelbar, aggressiv, gefährlich eingestuft. Die Nachbarn nannten ihn eine tickende Zeitbombe. Aber als Julia um 2:47 Uhr morgens allein in ihrer Wohnung zusammenbrach, tat dieser gefährliche Hund etwas, das alle sprachlos machte. Das ist Titan. Und das ist die Geschichte, wie eine kaputte Frau und ein kaputter Hund sich zweimal gegenseitig retteten. Julia suchte keinen Hund, als sie in dieses Tierheim ging. Nachdem sie ihren Job und ihre Beziehung verloren hatte, hatte Julia 8 Monate in einem Nebel gelebt. Depression war nicht nur Traurigkeit, es war Leere. Ihre Therapeutin hatte es vorgeschlagen. Vielleicht würde ein Begleiter helfen, etwas, das dich morgens aus dem Bett holt. 3 Tage später stand Julia vor dem städtischen Tierheim. Die Mitarbeiterin führte sie an Reihen von Zwingern vorbei. Hunde bellten, sprangen. Julia fühlte nichts, bis sie den letzten Zwinger erreichte. Dort saß Titan. 82 Kilogramm pechschwarzer Cane Corso. Er bellte nicht, er bettelte nicht, er starrte sie mit dunklen Augen an, die dieselbe Erschöpfung trugen, die sie fühlte. »Der ist seit 9 Monaten hier«, sagte die Mitarbeiterin. »Zu aggressiv. 3 Familien haben ihn zurückgebracht.« »Was macht ihn schwierig?« fragte Julia. »Er vertraut Menschen nicht, und wenn er sich engagiert, ist er zu intensiv.« Julia trat näher. »Hallo«, flüsterte sie. »Du siehst müde aus. Ich bin auch müde.« Zum ersten Mal seit 9 Monaten bewegte sich Titan. Er drückte seinen massiven Kopf gegen die Gitterstäbe. Genau dort, wo Julias Hand ruhte. »Ich nehme ihn«, sagte Julia. Titan kam nach Hause. Die erste Woche war ruhig. Er folgte Julia von Raum zu Raum und hielt 1 Meter Abstand. Wenn sie auf dem Sofa saß, lag Titan neben ihr. Wenn sie weinte, drückte Titan seinen Körper gegen ihre Beine. »Er ist an dich gebunden«, sagte ihre Nachbarin nervös. »Solche Hunde können gefährlich sein.« Julia antwortete nicht. Zum ersten Mal seit Monaten hatte sie einen Grund aufzuwachen. Wochen vergingen. Julia begann, Titan jeden Morgen zu gehen. Zuerst nur um den Block, dann zum Park. Kleine Schritte. Sie begann wieder zu frühstücken. Sie öffnete die Vorhänge. Wenn ihr dieses Video schaut und noch nicht auf Abo gedrückt habt, verpasst ihr Geschichten, die komplett verändern werden, wie ihr die Bindung zwischen Menschen und Tieren seht. Drückt jetzt auf Abo, denn was als nächstes passiert, werdet ihr nie vergessen. Aber Titans Verhalten wurde seltsamer. Er weigerte sich, Julia aus den Augen zu lassen. Wenn sie ins Bad ging, saß Titan draußen. Die Nachbarn begannen zu reden. »Dieser Hund ist von ihr besessen. Das ist nicht gesund. Diese Hunde wurden zum Töten gezüchtet. Sie wird das bereuen.« Julia hörte das Geflüster, aber es war ihr egal. Titan war beschützend. 6 Monate später änderte sich alles. Es war 2:47 Uhr morgens. Julia fühlte sich unwohl, schwindelig, übel. Ihre Depression war schlimm gewesen, ihre Medikamente unregelmäßig. Sie wachte plötzlich auf, ihr Herz raste, ihre Brust war eng. Sie versuchte aufzusitzen, konnte aber nicht. Sie versuchte zu rufen, aber kein Ton kam. Und dann war Titan da. Er hatte ihre Tür aufgedrückt und stand neben ihrem Bett. Er drückte seine Nase gegen ihr Gesicht, gegen ihre Brust, überprüfend. Dann bellte er, tief, dröhnend, dringend, dass die Wände erschütterte. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Dann rannte er zur Eingangstür und warf seinen Körper dagegen. Immer wieder. Julias Nachbarin, Frau Schneider, hörte den Lärm. Sie rief die 112. Die Sanitäter kamen 8 Minuten später. Julia war bewusstlos. Medikamentenflaschen verstreut, versehentliche Überdosis. Ihr Blutdruck war gefährlich niedrig. 10 Minuten später und sie hätte es nicht geschafft, sagte der Sanitäter. Julia verbrachte 2 Tage im Krankenhaus. Titan saß vor ihrer Tür und weigerte sich zu essen. Als Julia nach Hause kam, drückte Titan seinen Körper gegen ihre Beine und ließ nicht los. »Du hast mein Leben gerettet«, flüsterte Julia. »Sie sagten, du seist gefährlich, aber du hast mich gerettet.«
3 Monate später ging es Julia besser. Therapie half. Medikamente waren reguliert. Sie bewarb sich für Jobs. Das Leben fühlte sich möglich an. Bis eines Nachts um 3:15 Uhr Titanenbellen die Stille durchbrach. Diesmal anders, aggressiv, warnend. Julia sprang aus dem Bett und fand Titan an der Tür. Jeder Muskel in seinem 82 Kilogramm Körper angespannt. Ein tiefes Knurren aus seiner Brust. Jemand versuchte einzubrechen. Sie konnte es deutlich hören. Der Türknauf rasselte. Schritte im Flur. Langsam. Zielgerichtet. Titans Bellen wurde zu einem Brüllen. Ein Klang, den Julia noch nie von ihm gehört hatte. Er warf sich gegen die Tür. Immer wieder. Sein massiver Körper erschütterte den Rahmen. Die Schritte stoppten abrupt. Einen Moment Stille. Dann rannten sie weg. Schnell. Panisch. Julia stand zitternd da, ihre Hand auf Titans Kopf. Er hatte sich nicht bewegt, hatte die Tür nicht verlassen. Sein Körper war eine Mauer zwischen ihr und der Gefahr. Die Polizei kam 15 Minuten später. Sie hatten eine Serie von Einbrüchen verfolgt, die gezielt alleinstehende Frauen zum Ziel hatten. Der Täter beobachtete sie wochenlang, lernte ihre Routinen. Julias Wohnung war die nächste auf der Liste. »Dieser Hund hat sie gerettet«, sagte der Beamte und schaute Titan mit neuem Respekt an. »Wieder! Der Mann hätte es ohne ihn ins Haus geschafft.« Julia kniete sich neben Titan. Tränen strömten über ihr Gesicht. »Alle sagten, du seist gefährlich. Alle sagten, ich hätte einen Fehler gemacht. Aber du hast mich 2-mal gerettet. Einmal vor mir selbst und einmal vor jemand anderem.« Titan leckte ihr Gesicht und lehnte sich an sie. Sein Schwanz wedelte langsam. Denn Liebe sieht nicht so aus, wie die Leute erwarten. Manchmal sieht sie aus wie ein 82 Kilogramm Cane Corso, der sich weigert, deine Seite zu verlassen. Manchmal sieht sie aus wie eine zweite Chance, von der keiner von euch dachte, dass ihr sie verdient. Manchmal sieht sie aus wie ein Hund, den die ganze Welt aufgegeben hatte, der aber niemals seine Person aufgab. Ein Jahr später geht es Julia großartig. Sie hat einen neuen Job, bei dem sie morgens gerne aufsteht. Sie lächelt wieder, sie geht wieder aus. Und Titan? Er folgt ihr immer noch überall hin, schläft immer noch vor ihrer Tür, beobachtet immer noch die Straße mit wachsamen Augen. Denn das ist es, wofür er bestimmt war. Nicht aggressiv zu sein, sondern präsent zu sein. Aufmerksam zu sein, bereit zu sein. Sie rettete ihn aus dem Tierheim, er rettete sie vor sich selbst. 2-mal. Und keiner von ihnen war seither allein. Wenn diese Geschichte dich bewegt hat, schreib einen Kommentar. Wurdest du jemals von einem Tier gerettet, an das niemand glaubte? Drück den Like-Button und wir sehen uns im nächsten Video.